Heute gibt es für euch eine Kurzgeschichte und sie heißt Ein Tag am Meer. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal German Fräulein. Abonniert den Kanal, guckt mal in die Playlists, hier ist ganz viel zu entdecken und heute lese ich euch eine Kurzgeschichte vor. Hört gut zu, entspannt euch und schaut mal, wie viel ihr selber schon hören könnt. Es gibt auch ganz viele Untertitel. Schaut mal, ob es einen für euch gibt und wenn nicht, schreibt es mir gerne, dann kommt eure Sprache ganz schnell dazu. Jetzt habe ich hier ein Haar. So, dann legen wir los. Auf geht's. Wir waren frisch verliebt und starteten entspannt in den Tag. Wir aßen gemütlich Frühstück und zogen uns an. Mein Mann Christian suchte sein Smartphone und ich zog währenddessen meine Schuhe an. Es war ein wunderschöner Sommertag. Allerdings sagte der Wetterbericht voraus, dass es noch regnen sollte. Wir konnten es bei dem Sonnenschein gar nicht glauben. Da ich aber nichts dem Zufall überlassen wollte, packte ich einen Regenschirm ein. Christian hatte nach gefühlten 30 Minuten auch endlich seine Schuhe angezogen. Ich streichelte seine Wange und sagte: Los geht's, mein Schatz. Wir schlossen hinter uns die Tür zu und gingen die Treppe runter. Unten angekommen, lächelten wir und freuten uns über die gut duftende Sommerluft und den Sonnenschein. Wir spazierten langsam zur Haltestelle und wir mussten nur 2 Minuten auf unsere Straßenbahn warten. Wir kauften uns in der Bahn 2 Tickets für Erwachsene und setzten uns hin. Vor uns saß eine junge Mutter mit einem kleinen Mädchen. Ich glaube, sie war ungefähr 5 Jahre alt. Sie malte mit ihrem rechten Zeigefinger kleine Gesichter an die Scheibe und sah mich danach an. Ich lächelte und sagte: Hallo. Sie erschrak sich offenbar darüber und drehte sich sofort lachend um und redete mit ihrer Mutter. Nach circa 10 Minuten Fahrt kamen wir an einer S-Bahn-Haltestelle an. Wir gingen zum Gleis und auch diesmal hatten wir Glück. Unsere Bahn kam bereits schon 1 Minute später. Wir hörten die Bahn kommen, sahen sie allerdings noch nicht. Dieses spezielle Geräusch an den Schienen war schon Sekunden vorher zu hören. Die Bahn hielt und die Türen öffneten sich. Wir ließen zuerst alle anderen aussteigen und dann stiegen wir ein. Die Bahn fuhr auch schon unverzüglich los. Nach 7 Minuten waren wir angekommen. Endhaltestelle: Strand. Überall waren Menschen in kurzen Hosen und Flipflops. Wir gingen vorbei an Eisdielen, Fischrestaurants und Souvenirshops. Es roch nach Algen, Fisch und Seeluft. Die Möwen kreischten und versuchten den Touristen die Fischbrötchen zu klauen. An der deutschen Küste sollte man immer vorsichtig sein. Unsere Möwen sind ziemlich frech und sie lieben Fischbrötchen. Wir gingen Richtung Strand, der ungefähr 500 Meter von uns entfernt war. Dort angekommen, zogen wir sofort unsere Schuhe aus und steckten unsere Füße in Lichtgeschwindigkeit in den warmen Strandsand. Mein Mann nutzte die Chance meiner Hilflosigkeit und schubste mich hinterlistig von der Seite, sodass ich umfiel wie ein Sack Kartoffeln. Er legte sich zu mir in den Sand und wir guckten einfach in den Himmel. Nicht eine einzige Wolke war zu sehen. Nach ungefähr 20 Minuten standen wir auf und gingen direkt zum Wasser. Wir hinterließen immer Fußabdrücke, die sofort wieder verschwanden.
Überall lagen kleine Muscheln und Algen. Die schönsten Muscheln hob ich auf und steckte sie als Andenken in meine Hosentasche. Nach 30 Minuten setzten wir uns hin und sahen uns den Horizont an. Wir sahen 2 Segelboote und eine Fähre, die Richtung Dänemark oder Schweden fuhr. Ich sagte zu Christian, ich wäre so gerne mit dir auf der Fähre. Plötzlich kam sehr starker Wind von links und der Himmel wurde grau. Alles ging sehr schnell. Ich öffnete den Regenschirm und wir kuschelten uns eng aneinander. Plötzlich kamen dicke Regentropfen vom Himmel. Man hörte es auf dem Regenschirm und sah es im Sand. Alle Menschen liefen panisch weg und suchten Schutz vor dem Regen. Wir beobachteten es genau und lachten über diese Situation. Nach 15 Minuten war alles vorbei und wir hatten den gesamten Strand für uns alleine. Später kauften wir uns ein Eis und tranken in einer Strandbar einen Wein. Ende. Das war's mit der Kurzgeschichte. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und es gab viele Wörter, die ihr nicht kanntet. Wenn ihr Ideen habt, schreibt sie unten gerne rein. Ich versuche dann damit eine Geschichte zu schreiben. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Lasst gerne ein Abo da und ein Like und Herzchen und alles, was schön ist. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, bis bald und auf Wiedersehen.